Recht herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Berghon. Heute stelle ich euch ein wunderschönes Zelt vor, und zwar das Haven Ultralight Tent von Six Moon Design. Was mit dem Zelt auf sich hat, warum wir es als spannendes Bikepacking und Zelt zum Wandern ansehen, darum geht es in diesem Video. Also viel Spaß dabei! Das Zelt wurde uns von Six Moon Design für diesen Test zur Verfügung gestellt. Somit handelt es sich um Werbung. Trotzdem sind alle hier gesagten Inhalte unsere persönliche Meinung und wir erhalten keine Bezahlung für diesen Review. Und jetzt geht's los mit dem Review. Ja, bevor ich jetzt das Zelt aufbaue und euch mal vorstelle, erstmal unsere Kriterien für ein sehr gutes Bikepacking-Zelt. Soll das Packmaß möglichst klein sein, das Zelt soll leicht sein. Es muss natürlich solide sein, sprich wir wollen ein 3 Jahreszeiten-Zelt. Schnee interessiert uns jetzt nicht, da wollen wir jetzt nicht zelten. Aber auf jeden Fall wollen wir ein Zelt haben, das auch Regen und Wind gut aushält. Und natürlich soll es robust und möglichst langlebig sein. Was ebenfalls gut ist, wenn es noch bezahlbar bleibt. Alle diese Kriterien soll dieses Zelt erfüllen. Und jetzt schauen wir uns das Zelt gleich mal an. Ich baue es auf und dann erzähle ich ein bisschen was zur Konstruktion und den Besonderheiten. Hier vor mir liegt schon das komplette Zelt, also hier drin verpackt das Haven. Hier in diesem extra Packsack, der gehört nicht zum Lieferumfang dazu, da sind 2 Carbonstangen drin, die Zeltstangen, und in dem nächsten Packsack nochmal 2 Abspannleinen und die insgesamt 8 Heringe, die wir brauchen. Zum Größenvergleich seht ihr hier eine 0,6 Liter Trinkflasche. Ja, und damit steht das Zelt auch schon. Jetzt zeige ich euch noch kurz die Besonderheiten und dann erkläre ich noch was zum Zelt und zum Hersteller an sich. Also, das ist jetzt das Haven Ultralight Tent. Das ist im Prinzip eine Kombination aus einem Tarp, das ist das Graue, was man hier sieht, und innen ist noch ein Mesh-Innenzelt mit einem Bars-Tube, sprich einem Zeltboden. Das wird abgespannt mit insgesamt, also maximal 8 Heringen. Man sieht hier an diesen Ecken jeweils 2. Auf der Rückseite genauso und hier auf den Seiten, hier ist der Eingang, also ist die Apside die eine, auf der anderen Seite die zweite. Hier ist es nochmal seitlich abgespannt. Und was man noch hat, an dem Kopf- und Fußende, das ist hier vorne dieser Punkt, hier geht nochmal eine lange Leine nach außen, um es zusätzlich abzuspannen. Ja, was ist das überhaupt für eine Zeltform? Das nennt sich Firstzelt. Das schaut auch von der Seite gesehen so ein bisschen wie ein Dach aus, wenn man sich das genauer anguckt. Also wie so ein Satteldach. Das fällt hier nach links und rechts so ab. Und was noch auffällt, der Eingang ist ein bisschen asymmetrisch. Also hier ist der Reißverschluss. Das ist so nicht die Zeltmitte, sondern die wäre eigentlich hier. Wir sind ein bisschen außermittig. Da ist der Eingang, weil der Kopfbereich ist auf der rechten Seite. Die Idee dahinter ist, wenn man im Zelt drinnen liegt, wenn man sich aufrichtet, so aufsetzt, dass man hier mehr Kopffreiheit hat. Die ist nämlich ganz schön gewaltig. Das Gestänge ist innen, hat eine lichte Höhe von 1,14 Meter. Hier geht es rein. Hier ist die eine Apside und der Reißverschluss. Ich mache das jetzt hier auf und jetzt sieht man schon innen das Innenzelt. Jetzt seht ihr das Zelt mit geöffneter Apside, zumindest auf einer Seite. Auf der Rückseite ist nochmal die gleiche Apside. Schauen wir uns das Innen-Mesh-Zelt jetzt erstmal an. Das sieht jetzt so ein bisschen schlampig aus, weil einfach das Gras hier ein bisschen hoch ist. Deswegen ist das so ein bisschen wellig, aber an sich ist das schön glatt hier, der Untergrund. Und man sieht, dass an dem Außenzelt, das Innenzelt, hier ist zum Beispiel so ein Befestigungspunkt angehängt ist, auch hier unten an den Ecken. Hier sieht man diesen Haken und das ist auch hier befestigt. Auf allen Ecken ist das gleiche und oben am First, ich schaue jetzt hier mal rein, man sieht es eigentlich hinten ganz gut, da ist eine kleine Schlaufe, da steckt man den Stab von unten rein und der drückt nach oben und hält das Zelt am First fest. Man sieht es hier nochmal, so schaut das Ganze im Detail aus. Hier steckt dieser Carbonstab drin. Der ist eben hier 1,14 Meter lang, also die lichte Höhe. Das Grau hier außen ist eigentlich nur die äußere Zelthülle, wenn ihr so wollt, und das ist das Innenzelt. Und damit man noch mal mehr Innenraum gewinnt, kann man eben hier das noch mal befestigen und vor allen Dingen hier nach außen mit dem Hering noch mal extra abspannen. Deswegen diese extra Punkte. Okay, und jetzt schauen wir uns noch mal das Innenzelt an. Also hier kann ich aufmachen mit den Reißverschlüssen. Von was man hier noch sieht, ist so ein kleines Gummiband und ein Haken. Dann kann ich nämlich das Innenzelt, diese Tür hier, aufrollen und hier festmachen mit dem Haken. Dann komme ich leichter rein. So, das Innenzelt ist jetzt auch geöffnet. Und jetzt werfen wir wirklich mal einen Blick hinein. Das hier unten ist dieser sogenannte Bars Tube oder ja, dieser Zeltboden.
Und ihr seht, außenrum ist überall, es ist nur ein Mesh, ein dünnes Meshgewebe, eben als Moskitoschutz. Das ist quasi das Innenzelt, das man optional verwenden kann. Das ist nämlich eine nächste Besonderheit. Man kann dieses Zelt auch getrennt aufstellen, sprich man kann es nur als Tarp verwenden mit dem Außenzelt und das Innenzelt komplett weglassen oder umgekehrt, man verwendet nur das Innenzelt. Das ist wirklich sehr schön gelöst. Also bei ganz warmen, trockenen Nächten kann man auch nur im Innenzelt liegen, hat also einen schönen Moskitoschutz. Wenn man natürlich noch einen besseren Sichtschutz möchte oder einfach einen Witterungsschutz, baut man das Außenzelt mit auf. Das Schöne ist, wenn man es einmal so verbunden hat an diesen ganzen Haken und Punkten, die ich euch vorher gezeigt habe, eben außen, unten, plus hier in der Mitte und oben am First, dann bleibt es die ganze Zeit so verbunden. Man kann das Zelt also auf- und abbauen, ohne dass man es trennen muss. Im Regen ist das natürlich ein großer Vorteil, weil dann bleibt das Innenzelt ziemlich trocken. Vielleicht noch mal was zu den Maßen. Ihr seht hier, das Innenzelt ist 1,12 Meter breit und 2,24 Meter lang. Das sieht jetzt gar nicht so riesig aus, wenn ihr jetzt hier reinschwenkt mit der Kamera. Das täuscht eben ein kleines bisschen, weil unten das Gras so hoch steht. Aber das ist wirklich groß. Hier passen 2 schmale Isomatten nebeneinander. Also die Standard-Isomatten sind so 51, 52 cm ungefähr. Und die passen also locker nebeneinander. Man kann sogar eine etwas breitere und eine schmale verwenden. Dann ist allerdings die komplette Breite ausgenutzt. Also hier passen wirklich 2 Leute rein. Und jetzt sehen wir noch mal, wie asymmetrisch das aufgebaut ist. Das ist eben diese Stange, die hier weiter am Kopfbereich ist. Wenn man sich also hier aufsetzt, dann hat man die volle Sitzhöhe hier von 1,14 Meter. Und das ist schon sehr, sehr groß und deutlich höher als die meisten 2-Personen-Zelte. Finde ich sehr, sehr angenehm. Was man noch hat, so ein kleines Zubehör. Man hat hier außen so Mesh-Taschen. Da kann man zum Beispiel einen Schlüssel, Geldbeutel, was auch immer reintun, wo man nachts mal schnell hin will, oder Taschentücher, was auch immer. Unten dieser Bars-Tube, der steht normalerweise, wenn das Zelt geschlossen ist, ein bisschen höher. Hier sieht man es eigentlich ganz gut. Dann hat man auch einen guten Regenschutz. Das wäre jetzt mal der nächste Punkt. Also dieses Zelt bietet einen ganz ordentlichen Regenschutz, auch wenn er nicht vielleicht perfekt ist. Man sieht, die Apside, die endet hier relativ weit über dem Boden. Man kann das hier noch ein bisschen kürzer machen, also etwas weiter runterziehen, dann ist der Schutz ein bisschen besser. Aber das ist nicht komplett abgedeckt. Vor allem, wenn Wind von der Seite kommt, ist natürlich immer die Gefahr, dass hier bei dem Zelt das Gepäck, was im Vorzelt ist, dann nass wird. Das muss man halt bedenken. Ich hatte bisher mit dem Zelt noch nicht diesen Extremfall, dass ich starken Wind und Regen hatte. Es hat nur wenig geregnet, da war es überhaupt kein Problem. Aber wenn jetzt sehr viel Wind ist, wird es im Vorzeltbereich nass. Ein anderes Zelt von der Firma, ich würde fast sagen schon ein Vorgängermodell, weil hier hat man noch ein paar Teile oder Details verbessert, war das Luna Solo. Das hat ein bisschen eine ähnliche Konstruktion, auch mit dem Vorzeltbereich, der auch relativ hoch endet. Und da wird wirklich das Gepäck nass, wenn der Wind eben aus der falschen Richtung kommt. Also jetzt hier von der Seite, dann muss man es einfach bedenken. Aber grundsätzlich im Innenzeltbereich ist man sehr gut geschützt. Und was man auch sieht, vor allem hier hinten, die Überlappung zwischen Außen- und Innenzelt ist sehr, sehr groß. Also es muss schon ganz extrem schlechtes Wetter sein, dass da Wasser wirklich ins Innenzelt reinbekommt. Also der Schutz ist wirklich ziemlich gut an sich von dem Zelt. Okay, dann sage ich jetzt noch was ein bisschen zur Belüftung und zur Tauwasserbildung. Ich habe jetzt die hintere Apside auch noch geöffnet. Man kann jetzt wirklich hier durchgucken. Das Mesh ist allerdings noch geschlossen. Also ihr seht schon, jetzt geht hier ein ganz kleines bisschen Wind. Man sieht so ein bisschen am Gras. Aber jetzt hat man wirklich eine perfekte Querbelüftung. Was man zusätzlich noch machen kann, ich kann hier diesen schwarzen Riemen auch noch lösen hier an diesem Clips. Und dann kann ich das Außenzelt, den rechten Teil auch noch hochrollen und hier oben festmachen. Hier gibt es auch noch mal so ein Band. Hier kann man das festmachen und innen befindet sich eben dieser Haken. Und dann ist das genauso wie auf der linken Seite hochgerollt. Dann hat man also eine noch bessere Belüftung von dem Zelt. Bei warmen Nächten kann man das durchaus machen und wenn es eben regnet, macht man das Zelt wieder zu. Also die Belüftung ist bei dem Zelt ziemlich gut, auf jeden Fall besser als bei vielen anderen Zelten. Dazu tragen noch 2 Lüfter bei. Man hat hier oben einen, hier oben im Firstbereich, hier wo ich mit der Hand reinfahre und ich schaue mit den Fingern raus, da sieht man es eigentlich ganz gut. Wenn ich das Zelt hier schließe, dann geht der auch ein bisschen auf, also hat man hier oben auf jeden Fall eine Belüftung und auf der anderen Seite ist genau das gleiche. Also auch hier kann die Luft ein bisschen quer durchziehen. Was zusätzlich zur besseren Belüftung beiträgt, ist natürlich, wenn man hier zusätzlich diese Abspannpunkte noch mal ein bisschen mehr anzieht und damit noch mal mehr Innenraum schafft. Jetzt habe ich es noch nicht maximal gespannt, ich mache es noch mal ein bisschen stärker. Dann sieht man schon, jetzt geht es noch weiter raus. So, das hatte ich eingangs gesagt, ein paar Besonderheiten gibt es noch zu beachten bei diesem Zelt. Das ist ein Ultraleichtzelt und
Der Hersteller Six Moon Designs verfolgt ein bisschen eine andere Philosophie als viele, vor allen Dingen europäische Hersteller. Dieses Zelt, wenn man so kauft, ist erstmal nicht direkt einsetzbar. Woran liegt es? Also grundsätzlich ist bei dem Zelt, wenn man beim Kauf nur dabei das Außen- und das Innenzelt. Das sind einfach zwei Säcke, wo die beiden geliefert werden. Und was man jetzt als erstes machen muss, klar, so wie hier, das Aufbauen. Dazu brauche ich aber noch ein Gestänge bzw. 2 Zeltstangen und die Heringe. Und die sind nicht im Lieferumfang mit dabei. Eine weitere Besonderheit des Herstellers. Die ganzen Nähte hier sind nicht nahtversiegelt. Das heißt, das Zelt ist, wenn man es so kauft, normalerweise noch nicht dicht. Man muss ja also selber nahtversiegeln. Ich habe es noch nicht erwähnt, das ist aus silikonisiertem Nylon das Zelt, also sowohl das Außenzelt als auch der Boden hier. Und damit die Nähte dicht sind, muss man die mit flüssigem Silikon verkleben. Das geht relativ einfach. Man nimmt mal einen kleinen Pinsel und streicht es so auf. Wenn Silikon ein bisschen zu dickflüssig ist, kann man es auch ein bisschen verdünnen. Und das macht man bei jeder Naht umlaufend. Also es ist einen ganzen Haufen Nähte. Auch hier oben am First sieht man das. Man ist dann eine Weile beschäftigt. Eine Stunde saß ich schon, bis ich fertig war. Allerdings ist es dann auch ein für alle Mal erledigt und es soll wirklich ein Zeltleben lang durchhalten. Man kann es gegen Aufpreis auch ab Werk bestellen, aber es ist eben nicht standardmäßig dabei. Das ist etwas, was für uns zumindest neu war. Sowas kannten wir von unseren europäischen Herstellern bislang noch nicht. Die andere Besonderheit hatte ich ja schon erwähnt. Das Zelt ist sehr modular, das heißt, man muss hier jedes Teil, das man braucht, um das Zelt dann wirklich aufzubauen, auch extra dazu ordern. Bedeutet, die 2 Carbonstangen, die insgesamt 8 Heringe. Und ja, wenn man jetzt noch einen Footprint möchte, was ich jetzt hier gerade nicht verwendet habe, weil einfach der Boden schön weich ist, da passiert nichts. Normalerweise verwende ich noch einen Footprint, da habe ich mir ein eigenes zugeschnitten. Ich habe eine Folie aus dem Baumarkt verwendet, beziehungsweise jetzt seit neuem auch eine leichtere Tyvek-Folie, weil sie einfach nochmal vom Packmaß und Gewicht kleiner ist. Die kann man unten drunter legen. Grundsätzlich, es muss aber nicht sein. Ich mache es trotzdem immer, weil ich es ganz gern habe. Wenn der Boden mal richtig dreckig ist, dann kann ich das Zelt zumindest, wenn es auch nass ist, aber ich kann es zumindest relativ sauber zusammenlegen und verpacken und habe keine Sauerei beim nächsten Mal, wenn ich es wieder auseinandernehme und aufstelle. Ja, und bevor ich jetzt zum endgültigen Fazit komme, was gefällt mir an dem Zelt nicht so gut oder was würde ich gerne verbessern? Grundsätzlich, es eignet sich für 1 bis 2 Personen. Bei einer Person ist es wirklich luxuriös von der Sitzhöhe und aber auch von der Länge und Breite. Für 2 Personen, es geht. Für eine längere Tour würde ich es wahrscheinlich nicht verwenden zu zweit. Da wird es einfach ein bisschen sehr kuschelig. Wir haben es in den letzten Jahren einfach genossen, ein bisschen mehr Platz im Innenzelt zu haben. Also wir verwenden dann meistens sogar ein 3-Personen-Zelt. Einfach, weil wir dann mehr Stauraum haben. Auch wenn das Wetter mal schlecht ist, kann man sich im Zelt einfach ein bisschen besser bewegen, wenn es ein bisschen breiter ist. Was ich aber noch wirklich ändern würde, wäre der Packsack. Es sind 2 Packsäcke mit dabei, einer fürs Außen, einer fürs Innenzelt. Und wenn man es jetzt kombiniert, so wie ich es jetzt hier gemacht habe, auch beim Aufbau, dann kriegt man es auch in einen der beiden Säcke rein. Ich verwende jetzt eigentlich immer den vom Außenzelt, weil er ein Hauch größer ist. Allerdings ist es ein bisschen ein Gefummel. Man muss das Zelt sehr gut komprimieren. Und nur wenn es wirklich trocken ist, kriegt man es auch vernünftig rein. Sobald es feucht ist, scheint es ein bisschen aufzuquellen oder einfach größer zu sein beim Packen. Dann ist es sehr schwer, das Zelt reinzukriegen. Also einen etwas größeren Packsack würde ich mir wünschen und noch am liebsten einen Kompressionsbeutel, sprich mit Riemen, wo man es zuziehen kann, weil das Zelt, wie halt typisch für Silnylon, das ja, scheint wie so ein Daunenschlafsack aufzuquellen, kaum dass man es rausnimmt. Das Volumen wird also deutlich größer. Man muss es wirklich komprimieren, dass es drin bleibt. Ich behelfe mir damit, indem ich normalerweise einen richtig festen Packsack verwende oder sogar eine kleine seitliche Radtasche, die aus einem sehr festen Material ist. Da kann ich es dann einfach ein bisschen reinstopfen, wenn es dann etwas aufquillt und auch wenn es nass ist, passiert gar nichts, weil da habe ich dann nur das nasse Zelt drin und die Heringe und das Gestänge und die ganze restliche Ausrüstung ist woanders verpackt, damit alles schön trocken bleibt. Zweiter Punkt, den ich mir wünschen würde, neben dem Packsack, ist, dass das Innenzelt, diese Bastube, die ist relativ, naja, so ein paar Zentimeter ist sie schon hoch, wenn man es gut abspannt. Aber das könnte für meinen Geschmack ruhig nochmal 5 Zentimeter mehr sein. Vom Gewicht wird es, denke ich, kaum einen Unterschied machen. Das ist ja nicht so wahnsinnig viel Material. Man hätte einfach nochmal einen etwas besseren Spritzschutz. Nicht, dass ich es jetzt wirklich gebraucht hätte, aber es gibt einfach nochmal ein bisschen mehr Sicherheit, wenn das Wetter ganz schlecht ist. Ja, und damit kommen wir auch schon fast zum Fazit. Für wen ist dieses Zelt überhaupt? Ich würde sagen, jeder, der gerne mit dem Rucksack unterwegs ist, aufs Gewicht achten muss, aufs Packmaß achten muss, für den ist es definitiv was. Das ist nämlich ziemlich leicht, hatte ich glaube ich noch gar nicht gesagt. Das Zelt wiegt so, wie es jetzt hier steht, brutto, wenn ihr so wollt, also mit Gestänge und Heringen, ungefähr 1,2 Kilo. Wenn ich meinen extra Footprint noch verwende, das ist ja leicht, sind es nochmal 150 Gramm mehr.
Und ich würde sagen, 1,35 Kilo als Gesamtgewicht mit extra Footprint ist schon sehr leicht für ein Zelt. Das Packmaß, habt ihr ja gesehen, ist auch sehr kompakt. Also diese beiden Kriterien sind auf jeden Fall erfüllt. Packmaß und Gewicht sind relativ klein. Wie schaut es um die Robustheit aus? Ein ähnliches Zelt habe ich schon länger im Einsatz, schon seit ein paar Jahren. Das funktioniert nach wie vor tadellos. Da bin ich sehr zufrieden. Alles wirkt grundsätzlich mal sehr filigran mit diesen kleinen Leinen und Befestigungspunkten, aber die sind hochwertig ausgeführt, auch sauber genäht. Man merkt also wirklich die Liebe zum Detail. Man hat sich hier wirklich sehr viel Mühe gegeben, das gut zu entwickeln. Und es wurde auch über die Jahre weiter verbessert, das Zelt. Das kann ich also bisher auch positiv bewerten. Wie lange es dann wirklich hält, wird sich dann erst über die Jahre ergeben. Ich hoffe, dass ich es noch lange einsetzen kann. Kommen wir zum letzten Punkt, und zwar zum Preis. Der beträgt aktuell, Stand August 2024, knapp 350 € für das Zelt, allerdings ohne Heringe, ohne Gestänge. Man kann, und so ist das Zelt eigentlich auch konzipiert, statt dieser 2 Carbonstangen seine Trekkingstecken verwenden, weil es ist ja primär ein Zelt für Wanderer und dann macht es natürlich noch mehr Sinn. Erstens mal sind die Trekkingstecken, hat man die sowieso schon dabei und man spart sich nochmal ein paar Gramm. Hat das Zelt also unsere Erwartungen erfüllt? Ich würde sagen, bisher absolut. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal eingesetzt, auch auf einer längeren Bikepacking-Tour. Auch bei Wind hat es gut funktioniert. Wie gesagt, das ganz schlechte Wetter hatte ich nicht, deswegen kann ich es noch nicht endgültig sagen. Beim ähnlichen Zeltkonstruktion, die ich auch von Six Moon Designs schon vor ein paar Jahren mal getestet habe, eben das Luna Solo, hat sehr gut funktioniert. Nur bei ganz üblem Wetter ist halt die Apside, ähnlich wie hier auf der einen Seite, einfach ein bisschen zu hoch. Dann wird das Vorzelt ein bisschen nass, der Bereich, aber grundsätzlich funktioniert es. Ja, und damit würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Denkt dran, gebt dem Video ein Like, abonniert unseren Kanal und schaut auch beim nächsten Mal wieder bei uns rein. Und wenn das Ganze jetzt ein bisschen zu schnell war mit den ganzen Zahlen und Fakten, ich mache unten in die Videobeschreibung den Link rein zum ausführlichen Blogartikel. Da könnt ihr euch das alles nochmal in Ruhe anschauen mit Detailfotos, wo ich alle Details vorstelle. Und damit bis zum nächsten Mal. Servus!